herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann. genau, Immer dabei. Immer dabei, ganz fleißig, weil heute haben wir nämlich eine komplette Holzkiste voller Natur. Und das haben wir nämlich komplett vollgepackt mit allen allen Sachen, die wir noch so haben. Und es ist wirklich komplett Natur. Steine, Holzperlen, eine Holzkiste, die irgendwo im Keller rumlag, Baumwollfäden und Sukkulenten und ein paar Pflanzen. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie diese Kiste Natur funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Basis. Die habe ich umsonst bekommen. Die sollte weggeschmissen werden. Das ist so eine richtig alte Holzkiste. Und die finde ich richtig gut. Und ich glaube, das wird richtig natürlich heute in dieser Kiste. Weil, da können wir nämlich gucken. Hier, Micha, hier haben wir ein bisschen grün und ein bisschen grau. Das ist so Baumwollgarn. Dann habe ich hier nochmal so eine Baumwollkordel, Makramee. Und heute wollte ich unbedingt Holzperlen verwenden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es damit reinkriege in die Deko. Ich habe eine kleine Idee. Mal gucken, ob es aussieht. Dann die auch vom Discounter, die waren richtig billig. Ich glaube 4,99 €. 6 Stück. Ich finde sowas echt ein Schnäppchen, das muss man mitnehmen. Das können wir super eindekorieren. Dann haben wir vom letzten Video noch diesen Bonsai, den habe ich jetzt hier noch drin. Das ist ein Ficus und vielleicht kriegen wir den sogar auch noch da rein. Dann habe ich ein bisschen Müllbeutel, eine Schere und auf alle Fälle auf der anderen Seite, Micha, wir zeigen euch das mal, habe ich heute die Kreidefarbe, die braune Kreidefarbe Kakao. Und genau, die habe ich eben gerade schon mal angemischt. Dann nochmal Erde, Moos und es geht los. Und die Farbe habe ich angemischt, 50 Wasser und 50 Farbe. Weil ich möchte diese Kiste nicht anmalen, sondern einfach nur, ich würde mal sagen, waschen mit Kreidefarbe. Und da ist 50 Wasser und 50 Farbe ganz gut. Was immer natürlich gut ist, wenn ihr die Kreidefarbe mit Wasser mischt, einfach mal so ein Stück ausprobieren auf dem Holz oder was ihr anmalen wollt und dann gucken, brauche ich mehr Wasser oder auch nicht. Und ich habe hier hinten, ich hole uns das mal eben hier rüber, da habe ich es mir gerade eben schon mal angemischt und werde jetzt die Kiste, natürlich ist es immer oder wichtig, dass man das Stück vorher reinigt. Und ich rühre mir das jetzt hier nochmal eben ein bisschen um. Da hat sich wieder ein bisschen Kreide unten abgesetzt. So sieht das dann auch aus. Und werde jetzt mit dieser Flüssigkeit praktisch diese Kiste mit der Farbe waschen. So, ich habe jetzt die Farbe hier oben rauf gemacht und es ist natürlich ganz gut, wenn man einen Baumwolllappen oder ja einen fusselfreien Lappen hat und einfach jetzt hier nochmal rüber geht. Ich habe hier so ein altes Geschirrhandtuch und wische mir jetzt hier die Farbe nochmal schön ab. Das heißt, ihr könnt da unter die Maserung sehen und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Guck mal, das ist doch wirklich fantastisch, oder? Also ich finde, der Farbton ist wirklich sehr natürlich. Und genau, man kann da auch ein paar Mal öfter rüber gehen. Aber mir gefällt das ganz gut, gerade jetzt durch diesen Braunton. Und das mache ich jetzt hier drin auch nochmal. Ich werde jetzt hier auch nochmal mit der Farbe die Kiste waschen. Und wir zeigen euch die Kiste mal. Hier ist es schon außen komplett trocken und innen drin, also da habe ich jetzt nicht mehr viel rumgewischt, weil innen drin war es wirklich nicht so schön und das lassen wir jetzt auch noch mal trocknen. Ich nehme jetzt die Holzperlen und werde jetzt hier auch mit der Farbe, ich habe jetzt hier noch mal eine Serviette und lege mir die da rein
und wasche mir die jetzt nochmal genauso. Ich tupfe mir die ein bisschen mit dem Pinsel an. Jetzt kann man das hier richtig schön tupfen. Solange das trocknet, fangen wir mal an mit den Kugeln. Die sind einigermaßen trocken und ich zeige das einfach mal. Ich nehme jetzt hier die Heißklebepistole, mache mir hier so ein bisschen einen kleinen Klecks in die Kugel rein oder eben oben ran. Gehe ganz vorsichtig und mache mir meinen Faden drauf und drehe mir die jetzt ein paar Mal, damit ich den Faden so, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, so 3-4 Mal ist, glaube ich, ganz gut, dass wir den hier so rumkriegen. Und dann werde ich wieder mit der Heißklebepistole einen Klecks machen, mir das hier fixieren und wenn das angetrocknet ist, mit der Schere abschneiden. Und das mache ich mit den anderen Kugeln auch. Ein paar Kugeln vorbereitet und zwar mit diesen 3 Farben. Ich finde das ganz schön mit den Tönen. Das ist so richtig hell und freundlich. Und ich habe jetzt hier einmal eben ausprobiert. Auch hier funktioniert das super. Ich werde jetzt hier das Garn immer unterschiedlich. Ja, ich nehme jetzt hier, habe ich angefangen und gehe jetzt so ein Stück weiter und werde jetzt mit dem anderen Ton, den man hat, wieder mit der Heißklebepistole. Ich glaube, wir müssen mal rüber, Micha. Das reicht nicht. Genau, gehen hier einmal ran, fixieren uns das Garn. Und ich habe mir die Rolle jetzt eben abgeschnitten, weil das ist mir zu kompliziert, die da immer durchzuwursteln und gehe jetzt mit meinem Faden und gehe jetzt hier ein paar Mal um das Band drum. Und jetzt habe ich das Ende vom Faden und nehme wieder ein bisschen Heißklebe und lege mir das hier, ich glaube, da kann ich noch einmal rumgehen. Und gehe nochmal mit dem Faden da rum, warte, dass es antrocknet und schneide mir den Rest ab. Die Kiste ist trocken, Kordel ist fertig. Und jetzt nehme ich die Heißklebepistole und werde hier hinten an der Kiste mir ein bisschen Heißkleber ranmachen und die Kordel hier schon mal fixieren. Und das werde ich jetzt hier aber auch im Innenbereich hier auch an die Kante und lege mir meine Kordel jetzt hier ran. Das mache ich jetzt einmal hier unten rundherum. Ich habe das Garn von der Farbe her einfach so genommen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Und werde jetzt hier auch noch mal an der Ecke und zurück. Jetzt gehe ich nach oben. Hier oben an der Kante. Leg die Kordel rauf, halte sie fest. Und gehe jetzt komplett zurück bis auf die andere Seite und dann runter. Unten, was ich mir jetzt abschneide, da mache ich jetzt einfach ein bisschen Heißkleber ran und drücke mir das ein bisschen zusammen und fixiere mir das jetzt hier unten. Müllbeutel zerschneide ich mir, ich mache den Ton aus und lege mir jetzt in jedes Fach ein Stück von der Folie rein. So, alles mit Plastik ausgefüllt und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, wirklich die Sukkulenten zu nehmen. Ich lege mir das jetzt hier überall nochmal mit Moos aus. Ich glaube, ich werde auch gar nicht großartig Erde brauchen, weil die Sukkulenten nehmen sich die Feuchtigkeit aus dem Moos. Und das mache ich jetzt eben in alle Fächer hier nochmal rein. Und jetzt nehme ich hier die Pflanzen, die habe ich schon aus dem Topf genommen. Guck mal hier, der große. Guck mal, wie wunderschön. Und die pflanze ich mir jetzt hier alle komplett in die Fächer rein, beziehungsweise ich brauche gar nicht groß pflanzen. Und setze sie mir darauf. Hier vorne mache ich einfach ein Efeu rein. Da kommt gleich noch ein bisschen Erde rauf. Und jetzt kann man das super auffüllen oder ausfüllen mit dem Moos. Und das werde ich jetzt hier nochmal machen. Gegebenenfalls, wenn man braucht, noch Erde, aber ich denke, hier wird Moos reichen. Jetzt haben die Hände alles, Farbe, Kleber und auch noch Erde.
Aber das macht nichts. Mir gefällt das wirklich gut. Also dafür, dass die so ganz lange unten im Keller war, diese Schachtel bzw. diese Holzbox, finde ich, bekommt die richtig Lebendigkeit. Und ja, es macht richtig Spaß, sie zu bestücken. Und da die Sukkulenten sich ja auch super wohlfühlen, wenn sie Steine haben, werden wir jetzt hier nochmal so ein paar Steine einfach mit reinlegen. Und ich finde, mit diesen Tönen passt das auch wirklich ganz gut. Und die kleinen Holzkugeln, die wir gebastelt haben, die kann man jetzt hier so als Highlight. Man kann natürlich auch Muscheln nehmen oder wie auch immer, aber ich finde das mit diesem Farbkonzept, man kann das jetzt hier auch oben rauflegen, wenn man Angst hat, wenn man die, ja, oder wenn man denen Feuchtigkeit gibt, aber im Grunde kann da nichts passieren. Und ich finde, guck mal hier, dann haben wir hier noch ein bisschen Farbe mit drin. Das hat uns echt Freude gemacht, oder Michael? Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also diese Natur-Deko-Idee, und es macht ja auch immer wieder Spaß, wenn man eigentlich einen Teil, ich war vorhin im Keller und habe gedacht, oh, die Kiste, ja. Und dann bin ich hochgegangen, habe gesagt, Micha, komm, wir beide machen jetzt nochmal einen Film. Habe ein bisschen Fäden rausgeholt. Fäden hat ja fast jeder. Oder Baumwollfäden, Faden, Baumwolle, egal was man hat. Man kann das einfach mal eben so zaubern. Und das muss keine Kiste sein, das kann auch ein Setzkasten oder ein altes Gefäß sein. Es ist einfach nur eine kleine Idee. Und ja, ihr Lieben, und wir hoffen sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann wisst ihr ja natürlich, einen Daumen hoch, werden wir uns sehr freuen drüber. Und einen tollen Kommentar freuen wir uns umso mehr. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns natürlich kostenlos. Aktiviert die Glocke, bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer Homepage und da bekommt ihr noch mehr Bilder, aber auch Dekoartikel, wenn ihr irgendwas nachdekorieren möchtet. Ihr Lieben, ich freue mich, die Tage wieder euch wiederzusehen, beziehungsweise mit euch zu dekorieren und Micha bestimmt auch, oder? Aber sicher. 100%. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Tschüss.